52 Signale und 52 Gewinner, das bietet euch die Easy App. Seit sie Anfang des Jahres durchgestartet ist, hatte sie nicht einen Verlusttrade. Das muss man erstmal nachmachen. Hallo, mein Name ist Nicola von Börse und Co. einfach erklärt und nun gebe ich sehr, sehr gerne ab an David, der euch gerne erstmal einen Überblick verschafft und dann auf die Performance eingeht. Ich wünsche euch viel Spaß. Ja, vielen Dank, Nicola, dass wir wieder hier sein dürfen. Und in diesem Video möchte ich mal wieder berichten über unsere Performance im Signaldienst. Der Signaldienst ist ja Teil der Easy App. Das, was ihr hier seht, das ist jetzt der Startbildschirm. Und wie gesagt, der Signaldienst ist im Abopreis inbegriffen und dort publizieren wir in etwa pro Woche 1 bis 2 Optionstrades, die als Inspiration dienen sollen. Und ich wollte euch heute auf jeden Fall mal aufzeigen, wie das Ganze läuft. Bevor wir aber in die Trades eingehen und in die Performance, nochmal eine kleine Wiederholung, wie wir eigentlich vorgehen, wie wir den Screener selber nutzen. Wir haben hier oben den Bereich Aktien finden und haben dort unterschiedliche Filter schon vorangelegt. Ihr könnt euch natürlich die Filter jederzeit auch selber anschauen und auch eigene Filterkriterien wählen und das dann abspeichern als eigenen Screen. Das ist, denke ich mal, Standard heutzutage. Aber was macht das hier so besonders? Ich gehe jetzt mal hier zum Beispiel auf überverkaufte Aktien im Aufwärtstrend. Das ist eigentlich der Filter, den ich mir so gut wie täglich anschaue. Ich möchte ja langfristig in Aktien engagiert sein oder dort Optionen handeln, die einen langfristigen Aufwärtstrend haben und die kurzfristig so ein bisschen in der Korrekturphase sind. Ja, ich erkläre das immer mit einem Beispiel, mit dem Fußballbeispiel. Ich kenne mich ja null aus mit Fußball. Und wenn mich ein Freund fragen würde, hey, stell dir vor, du musst jetzt hier ins Wettbüro gehen und musst jetzt hier eine Entscheidung treffen, wie würde ich vorgehen? Ich würde mir die Mannschaft aussuchen, die langfristig einen guten Track Record hat, also übersetzt auf die Börse einen stabilen Aufwärtstrend, die aber vielleicht die letzten 2, 3 Spiele verloren hat. Ja, das heißt, wo die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass der Haupttrend, das heißt wieder die Siegesserie sozusagen wieder aufgenommen wird. Das ist die Denkweise hier und der Filter ist wirklich sehr, sehr einfach gebaut. Der soll einfach auch mal als Inspiration dienen für euch alle. Ihr könnt natürlich hier auch deutlich tiefer nochmal reingehen. Ich habe jetzt hier den S&P 500 ausgewählt. In der Regel bewege ich mich in den ersten 500 Aktien. Ihr könnt auch hier mit dem Market Cap Filter nochmal nach unten gehen, dass ihr auch kleinere Werte bekommt. Aber S&P 500 beginnt ungefähr bei 4 bis 5 Milliarden. Also passt das. So, jetzt kriegen wir hier 11 Treffer von 500, bleiben 11 Aktien übrig, die einen Aufwärtstrend haben und die kurzfristig eben zurückgekommen sind, also eine Korrektur machen. Wir können ja mal hier ein paar durchgehen. Also hier zum Beispiel TransDigm, da gab es Earnings, die ist zurückgekommen, oder hier Intuit oder hier Howmet. Ja, auch hier eine schöne Korrektur, sehr starker Aufwärtstrend weiterhin. Dann haben wir Emerson Electric. Schauen wir auch noch mal rein, kam hier zurück an die 200-Tage-Linie. Dann CrowdStrike, auch hier deutlich zurückgekommen von über 500 jetzt auf knapp 20% runter Richtung 200-Tage-Linie. RSI ist weit unten. Das ist eigentlich mein Standard-Setup. Wenn der Aktienmarkt in einem klaren Bullentrend ist, dann möchte ich natürlich Aktien haben, die ich aus der Korrektur mit einem Shortput oder eben mit einem Bullput-Spread dann eben handel. So, jetzt haben wir die Aktien hier rausgesucht. Wie kommen wir jetzt aber zur Option? Ja, ihr könnt natürlich hier manuell gucken in der Optionskette, aber dafür ist der Screener ja nicht gedacht. Ich nutze persönlich sehr gerne den Express-Modus. Das heißt, ich klicke hier drauf und sage hier, ich möchte nicht ein ganzes Universum durchsuchen, sondern eben hier Werte, die wir jetzt gerade aus dem Aktienscreener gewonnen haben. Zack. Dann erscheinen die auch hier. Und dann bleibt mir eigentlich nur noch einzustellen, das ist so mein Hauptbereich, in dem ich mich aufhalte, hier 10 bis 15, 15 bis 20%. Earnings können wir ausblenden, wobei, wie gesagt, die Earnings Season ist ja rum. 20 bis 60 Tage ist auch eigentlich eine klassische Laufzeit für solche Stillhaltergeschäfte. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Vorteil. Wir sehen hier ganz klar aus so vielen Möglichkeiten, die wir haben, also 11 Werte, verschiedene Laufzeiten, verschiedene Strikes, bekommen wir diejenigen angezeigt, die eben die höchste Rendite
bringen. Prämienrendite bedeutet, wir nehmen die Prämie und dividieren das durch das Kapital, das ich bräuchte für den Cash Secured Put und nehmen dann natürlich noch berücksichtigen die Dauer der Laufzeit und so ergibt sich dann eben die Prämienrendite. Und jetzt sehen wir hier auch schon die Top 5, also hier Datadog. An erster Stelle können wir jetzt mal reinschauen, dann sehen wir auch im Chart den Short Put hier eingeblendet. Das heißt, die Aktie könnte ja jetzt hier direkt durchstarten. Hier wäre der Short Put, das wäre die Laufzeit. Und hier wären eben die Earnings. Das heißt, wir kommen definitiv nicht in die nächste Earnings Season rein. Das dauert noch ein bisschen, da haben wir schon Winter. Von daher wäre das zum Beispiel eine Möglichkeit für einen Trade. Oder hier Howmet oder wer ein bisschen einen Basiswert haben will, der einen kleineren Strike hat, also ein kleineres Underlying. Hier zum Beispiel Supermicro ist seit vielen, vielen Monaten immer wieder auf der Liste zu finden, weil die Aktie natürlich sehr, sehr volatil ist. Auch hier gab es schon deutlichen Rücksetzer. Wenn wir jetzt hier den Put nehmen, wie gesagt, kommen wir immer noch auf 19% und haben, das sehen wir auch hier in der Liste, einen Abstand vom aktuellen Kurs nach der Korrektur immerhin von weiteren 17%. Das sind Trades also, die ich sehr gerne mache. Unterstützt unseren Kanal, indem ihr den Daumen hoch anklickt, den Kanal abonniert, Kommentare dalasst und den Thanks-Button benutzt. Vielen Dank. Und genau das wenden wir eben an im Signaldienst und ich springe jetzt hier mal rein. Und ihr seht schon, ich glaube beim letzten Update, als ich hier war, auf deinem Kanal, Nicola, hatten wir 22 oder 32, weiß ich schon gar nicht. Wir haben jetzt hier seit Jahresbeginn, also in den ersten knapp 8 Monaten, 52 Signale sozusagen an unsere Abonnenten verschickt. Das Ganze geht per E-Mail raus, ist in der App dann natürlich, wie ihr hier seht, auch nachvollziehbar. Und ich zeige jetzt mal nur die geschlossenen und wir schauen uns jetzt mal hier die Prämien an. Alles, was grün ist, sind Gewinner. Und ja, es bleibt dabei, wir haben nach wie vor keinen Verlusttrade. Und nur um das klarzustellen, weil ich glaube, beim letzten Video hat sich jemand gemeldet, hat gesagt, ja, aber hier, da habt ihr ja mehrmals gerollt. Ich mache das hier mal auf. PayPal habt ihr ja mehrmals irgendwie gerollt und eingebucht. Für uns ist das natürlich alles ein Gesamttrade. Das heißt, wir betrachten nicht eine einzelne Position, wenn wir zum Beispiel rollen und dann mehr Prämie vereinnahmen und am Ende den Trade mit einem Plus schließen, dann ist es für uns eine Kampagne, ein Gesamttrade. Nur um das zu verstehen, weil für uns ist einfach wichtig, okay, ist unsere Anlageidee, die Trading-Idee von Anfang an, die wir hatten, ist die insgesamt aufgegangen, ja oder nein? Da spielt es für uns keine Rolle, ob wir jetzt hier zwischenzeitlich ein Rollvorgang hatten oder nicht. Das heißt, 52 Trades, alles sehr klar und transparent abgebildet. Das heißt, ihr seht, wenn der Trade eben eröffnet wird, seht ihr hier im Chart, hier haben wir zum Beispiel den Put verkauft, wann wird er zurückgekauft, hier, dann seht ihr auch, welche Prämie haben wir kassiert, was haben wir bezahlt für den Rückkauf, ne, für das Covern des Shortputs und dann am Ende ergibt sich hier eben die absolute Rendite in US-Dollar und dann die prozentuale. Und ihr könnt auch hier sehen, insgesamt, wenn man jetzt natürlich allen Signalen gefolgt wäre, wie gesagt, das ist keine Anlageempfehlung oder Beratung, sonstiges, einfach nur eine Inspiration, was wir selber tun, dann wären wir hier seit Jahresbeginn bei knapp $9.000 an Prämien, an Gewinnen, die wir jetzt hier schon gemacht haben. Und ich kann auch schon mal aufzeigen, welche Trades denn aktuell laufen. Da habe ich hier zum Beispiel nach dem Rückgang Novo Nordisk, habe ich hier einen Put verkauft, war ein bisschen zu früh, sieht man, aber spielt überhaupt keine Rolle, ist hier schon wieder deutlich nach oben gelaufen. Den werde ich wahrscheinlich in den nächsten Tagen, wenn die Aktie sich weiter erholt, dann auch mit einem schönen Gewinn schließen können. Und wie ihr seht, haben wir hier noch andere Trades, die laufen, 5 Stück an der Zahl und der letzte, den hier mein Kollege eingestellt hat, war hier eben auf Hims & Hers, auch hier schöne Korrektur Richtung der 200er, auch hier ein Put verkauft, $76 Prämie eingenommen. Läuft jetzt noch 23 Tage. Was wir natürlich immer versuchen, ist nicht bis zum Ende drin zu bleiben, weil am Ende natürlich das Risiko deutlich ansteigt und es macht einfach wenig Sinn, weil der Zeitwertverlust ungefähr in der ersten Hälfte deutlich stärker ist. Das heißt, wir versuchen und im Schnitt ist es ungefähr eine Haltedauer von roundabout 20 Tagen, während die ursprüngliche Laufzeiten ja meistens 30 bis 40 Tage haben von der Option. Aber im Schnitt halten wir eine Position, ich habe es glaube ich ausgerechnet, um die 20 Tage. Ja, ich hoffe, das war wieder ein guter Einblick so ein bisschen in das, was wir tun in der App. Wir sind jetzt auch kurz davor, ein neues Release
rauszubringen. Da wird es was sehr, sehr Schönes geben, darf ich noch nicht verraten, aber freut euch auf jeden Fall drauf. Geht gerne mal auf die App drauf. Ihr könnt das Ganze 14 Tage gratis testen. Einfach auf easy.io. Ihr bekommt ja auch einen Sonderrabatt hier bei Nikola. Von daher könnt ihr auch danach nochmal 3 Monate sehr vergünstigt das Ganze testen. Und ich glaube, dann wird relativ schnell klar, ob das für euch ein Mehrwert ist oder eben nicht. Ja, ich sage weiterhin viel Erfolg. Ich wünsche allen natürlich ein gutes Händchen an der Börse und bis bald. Danke.